Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zum Alltag Gottes, um die heilige Messe mit Jesus Christus gemeinsam zu feiern. Tischgemeinschaft ist sehr wichtig, zu Hause oder im Alltag. Jesus ruft uns, unsere Beziehung jeden Tag zu. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt zu heilen, was verwundet ist. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du bist gekommen, die Sünder zu berufen. Christe eleison. Christe eleison. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, hilf uns, das Gedächtnis des Leidens Christi so zu begehen, dass wir von dir Verzeihung erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert, er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum spitzen Pfeil,
und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Singen wir 461, die zweite Strophe. Ich bin das Licht, ich leuchte. Ich bin das Licht, ich leuchte mit einem Tod leben. Wer zu mir kommt und folget mir, darf ich im Finstern schweben. Ich bin der Weg, ich weiß wohl, wie der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Aus dem Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte, Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen.
Und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete, du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir. Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, im Evangelium hören wir die Worte Jesu vom letzten Abendmahl mit seinen Jüngern. Die Tischgemeinschaft und das Essen stärken normalerweise die Beziehung zwischen Menschen. Wer nicht an dieser Tischgemeinschaft und Mahlzeit teilnehmen kann, gibt eine Indikation, dass er diese Person nicht will oder diese Person nicht schätzt. Tischgemeinschaft Jesu wird das Gesicht von Judas Iskariot offenbart. Im Evangelium heißt es sehr klar, als er hinausging, war es Nacht. Es ist nicht so, dass es dunkel war, aber sein Leben und sein Herz waren voller Dunkelheit. Er konnte nicht dort bleiben und sich vor wahrer Liebe ausgeben. Deshalb ging er aus. Er wagte es nicht genug, sich zu verwirklichen, um eine Beziehung aufzubauen. Liebe Schwestern und Brüder, das Essen, das wir zusammen zubereiten oder gemeinsam essen, offenbart sich, um die Liebe und das Miteinander der anderen besser zu kennen und zu verstehen. Dies ebnet einen Weg, die Beziehung zu korrigieren, zu akzeptieren und zu stärken, im Licht der Erneuerung und Stärkung der Beziehung zu leben, nicht im Dunkeln. Unsere schwierige Situation, welche unsere Zweisamkeit im Tisch des Essens im Haus und im Alltag, einem anderen Tisch des Herrn, die wir jetzt feiern, uns vereinen und unsere Beziehung zu Gott und untereinander stärken. Zu Gott, dessen Heilswille alles umfasst, beten wir. Du, unser Vater, stärke alle Menschen, die zu deinem besonderen Dienst in der Kirche und in der Welt berufen hast, wenn sie dabei auf Ablehnung und Widerstand stoßen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Tröste jene, die niedergedrückt werden von dem Gefühl, dass ihre Bemühen und das Gute vergeblich war.
Wir bitten dich, erhöre uns. Erweise dir denen als sichere Halt, die durch schwerwiegende Veränderung in ihrem Leben gerade den Boden unter die Füße zu verlieren drohen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns alle, dass wir in dieser schwierigen Situation einander verstehen, akzeptieren und unsere Beziehung stärken dürfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Leuchte die Völker auf, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes von Hunger, Unterdrückung und der Krankheit des Coronavirus. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe unsere Verstorbenen durch das Dunkel des Todes in Licht deiner Seligkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch Christus lässt du uns schon jetzt dein Heil erfahren. Durch ihn denken wir dir, unsere Vater im Heiligen Geist. Amen. So, Gabenbereitung, das Weizen vom Buchstaben 210. 210. Sonst bleibt in vom anderen, es liegt nach eines an. Geheimnis des Glaubens, in Sohn ist das sein Leben. Es schöpfte sich in Gott, ließ uns genommen, verkündet seinen Tod. Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. Wer dies Geheimnis feiert, soll selber sein wie Gott. So lässt sich verzehren von aller Menschen Not. Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. Betet, liebe Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr nimmt das Opfer an aus seinen Händen, zum Lob unseres Namens, zum Segen für uns und für die ganze heilige Welt. Singen wir zum Sanctus 199. 199. Gnädig, Herr, unser Gott, und sieh auf die Opfergaben deines Volkes. In dieser Feier schenkst du uns Anteil am heiligen Mahl. Führe uns auch zum Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste, Erhebet die Herzen. wir haben es getan. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deines Erbarmens zu rühmen durch unseren Herrn, Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage, die seinem heilbringenden Leiden und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind, es naht das Fest der Erlösung.
Darum preisen wir dich mit allen Chören der Erde und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Name erfüllt ihre Welt. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihn der Gott in unser Sein. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich außer fremdem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns an Teil Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Christoph, mit unseren Pfarrern, mit deinem ganzen Volk. Vater, wir empfehlen dir unsere Schwestern und Brüder, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Besonders empfehlen wir dir die verstorbene Johanna Brehm, die heute 100 Jahre alt geworden wäre. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Und auf die ganze Welt. Damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Deine Gnade gibt durch deinen Sohn, Jesus Christus. Loben und preisen wir unseren Herrn gemeinsam.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Bete Dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse unser Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm unsere Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Welt und schenke dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Amen. Lamm Gottes, Du nimmst Hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. liebe Schwestern und Brüder, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. ...424, die erste und letzte Strophe. 424, wer nur den lieben Gott weiß. Wer nur den lieben Gottes wollte und hoffe auf ihn alle
Sing mit und geh auf Gottes Wegen, Licht aus deinen Urgetreu, und alles Himmelsreiches sehen, so wird er bei dir werden neu. Denn welches seines Sohnes sing, auf Gottes Licht verlässt er nie. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in dieser heiligen Mahl und die Messe die Gabe des Heils geschenkt. Dein Sakrament gebe uns Kraft, indem wir durch Christus. Amen. Vielen Dank, liebe Schwestern und Brüder, für Ihre Mitfeier. Und wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund. Wir beten für Sie. Wir verbunden immer im Gebet. Wir feiern unser Leben im Tisch zu Hause, im Altar des Herrn. Das stärkt uns immer wieder, unsere Beziehung zu erneuern und immer wieder in guter Beziehung zu bleiben. Der Herr sei mit euch. Er segne euch und behüte euch, der allmächtige, barmherzige und liebevolle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in der Liebe Christi. Danke.